Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Episode stelle ich dir die Wirtschaftssimulation Little Big Workshop vor. Ich zeige dir, worum es im Spiel geht und wie es sich spielt. Am Ende gibt es auch eine Wertung von mir, aber es sollten auch genug Einblicke und Informationen dabei sein, dass du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel etwas für dich ist oder nicht. Little Big Workshop wird vom schwedischen Entwickler Mirage Game Studios entwickelt und von Handy Games und THQ Nordic gepublished. Es ist am 17. Oktober auf Steam erschienen und kostet 19,99 €. Momentan gibt es aber auch noch 10% Release-Rabatt. Noch günstiger kann man es über den Games Planet Affiliate-Link in der Beschreibung bekommen. Der Publisher hat mir ein kostenloses Testmuster zur Verfügung gestellt, dies hat aber keinen Einfluss auf meine Wertung. Meine Zuschauer und Leser haben höchste Priorität und damit gibt es keinen Bonus, sondern alles wird so beurteilt, als hätte ich den vollen Preis bezahlt. Und dann geht's los. Spieltyp. Was ist Little Big Workshop für ein Spiel? Little Big Workshop ist eine handfeste und komplexe Wirtschaftssimulation, in der man eine eigene Produktionsfabrik aufbaut. Das Spiel bietet dabei einen Sandbox-Endlos-Modus mit einem kleinen Tutorial zu Beginn. Insgesamt gibt es mehr als 50 Produkte, die aus sehr vielen Grundmaterialien hergestellt werden. Mit der Zeit haben wir Zugriff auf zahlreiche Maschinen, verschiedene Berufe und Raumtypen, die man nach und nach in einer Art Skillbaum freischalten kann. Das Spiel sieht auf den ersten Blick sehr niedlich aus. Alles findet auf einem kleinen Tisch statt und scheint damit an einen Modellbaubetrieb angelehnt zu sein. Anfangs wirkt es fast ein wenig kindlich naiv. Aber hier sollte man sich nicht täuschen lassen. Little Big Workshop hat es wirtschaftlich und simulationstechnisch faustdick hinter den Ohren. Technik, Engine, Grafik, Sound. Da dieser Titel auf Unity basiert, steckt eine stabile und erprobte Engine dahinter. Dementsprechend hatte ich auch keine Abstürze und auch keine Performance-Probleme. Die Grafik ist niedlich, aber trotzdem detailliert. Die Modelle und Animationen sind solide ausgeführt und auch die Texturen sind schick. Das Spiel verfügt für die Mitarbeiter über eine weite Palette von verschiedenen Aussehen. Und auch die Objekte, die man im Betrieb bauen kann, sind sehr abwechslungsreich. So weiß das Spiel insgesamt optisch zu gefallen, mir zumindest. Die Vertonung ist solide, sowohl die Geräusche von den Fahrzeugen und Maschinen sind gut, wie auch die vereinfachte Sprache der Mitarbeiter. Teilweise sind die Sounds auch wirklich niedlich geworden, manchmal haben sie mich zum Schmunzeln gebracht. Das Spiel bietet umfangreiche Optionsmenüs, das finde ich sehr lobenswert. Es unterstützt verschiedenste Auflösungen, Regelungen für die Grafik und ein paar technische Finessen, hier gibt es nichts zu klagen. So kann man Little Big Workshop sicher auch auf schwächeren PCs zum Laufen bekommen. Ein kleines Manko, wie ich finde, ist, dass man die Kamera nur in 90-Grad-Schritten drehen kann. Eine freie Kamera würde mich hier noch tiefer ins Spiel eintauchen lassen. Gameplay. Die Firma startet als kleine Tischlerei, die Gegenstände aus Holz fertigt. Es beginnt mit Deko wie Gartenzwergen, dann folgen Tische, Stühle, Schränke. Und bald kommen auch Metall, Stoffe und Plastik als Materialien hinzu. Wir kaufen entsprechende Werkbänke, erweitern sie mit spezialisierten Maschinen, richten Lagerzonen ein, stellen Mitarbeiter ein und alles, was dazugehört. Auch Personalräume, Gebäudeaus- und Umbau und derlei Managertätigkeiten gehören dazu. Für jedes Produkt müssen genaue Pläne angefertigt werden. Dabei müssen wir Materialien festlegen, die auch Einfluss auf die Qualität des Endprodukts haben. Oft haben wir bestimmte Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Hier gilt es, das Material so gut zu wählen, dass die Anforderungen erfüllt werden, aber der Preis nicht zu stark steigt, denn das würde unsere Gewinnspanne verringern. Wir müssen die Arbeitsstationen in den Plan einbinden und auch Materialpreise, Ertrag, Warenqualität, Nachfrage am Markt berücksichtigen. Es beginnt sehr harmlos, aber sehr schnell entfaltet das Spiel hier einen enormen Umfang. Komplexität der Simulation. Als ich das Spiel zuerst sah, dachte ich, naja, ist ja niedlich. Und ich befürchtete, dass es arg simpel sein würde und eher wie ein Mobile-Titel aufgebaut. Vermutlich war hier auch der Name des Publishers Handy Games irgendwie mit im Hinterkopf. Aber was habe ich mich geirrt? Little Big Workshop ist eine knallharte Wirtschaftssimulation und gleich bei den ersten Versuchen habe ich es mehrmals geschafft, pleite zu gehen. Das hat mich sehr überrascht und irgendwie auch beeindruckt, denn ich bin bestimmt kein Neuling im Wirtschaftsstrategie-Genre. Das Spiel fängt wirklich nett und einfach an. Aber bereits bei den ersten eigenen Aufträgen außerhalb des Tutorials sollte man sich gut überlegen, was man tut, denn es ist sehr ratsam, lieber gleich zu üben, auf die Zahlen zu achten. Maschinenkosten, Personalkosten, Materialkosten, Mieten und Gehälter wollen mit Erträgen und den zu erwartenden Produktionszeiten abgeglichen werden. Und auch die Erweiterung des Betriebs sollte man nicht zu leichtfertig angehen. Sehr schnell fressen einen die Kosten auf, wenn man hier zu gewagt vorgeht.
Nicht nur die Wirtschaftssimulation in diesem Spiel ist sehr komplex, sondern sie beinhaltet neben dem rein finanziellen auch noch viele weitere Aspekte. Hier müssen Laufwege berücksichtigt werden, Lagerverwaltung, Maschinenauslastung, Warteschlangenoptimierung und. Darüber hinaus hat das Spiel auch noch andere umfangreiche Nebenschauplätze. So gilt es, die Beziehungen zu den Kunden zu verbessern, um mehr und bessere Aufträge zu bekommen. Man sammelt als Firma Erfahrung und muss die dafür bekommenen Punkte in einen Skillbaum investieren. Damit kann man bessere Materialien, Maschinen und allerlei weitere Möglichkeiten freischalten. Und die Konkurrenz schläft auch nicht. Jeder Mitarbeiter steigt mit der Zeit im Level, dann kann man sie ausbilden und ihnen Spezialisierungen wie zum Beispiel Holzarbeiter verpassen. Die Geräte und Maschinen können zu Clustern zusammengebunden werden, um die Planung zu erleichtern und parallele Abläufe in der Produktion zu ermöglichen. Prioritäten können gesetzt werden, einzelne Maschinen können beschleunigt werden, wodurch sie allerdings auch schneller kaputt gehen. Und natürlich muss ständig der Maschinenpark gewartet und repariert werden. Die Laune der Mitarbeiter ist ein wichtiger Punkt und ihre Erschöpfung. Hier müssen wir die Genervtheit durch laute Maschinen mit entspannender Dekoration ausbalancieren und gute Pausenräume anbieten, damit die Mitarbeiter nicht kollabieren, sondern effektiv arbeiten. In diesem Spiel stecken so viele Details, was einen echten Produktionsbetrieb wirklich ausmacht. Ich bin auch nach zahlreichen Stunden immer noch erstaunt, was die Entwickler hier alles berücksichtigt haben. Ich denke, Little Big Workshop hat zumindest im Ansatz das Zeug für BWL-Studenten als Lehrspiel zu taugen. Und dabei bleibt es ein lustiges Spiel. Und es macht Spaß. Es ist fordernd und komplex, aber nie richtig unfair. Ereignisse. Um hin und wieder etwas zusätzliche Abwechslung in die Sache zu bringen, gibt es noch einige abstruse Ereignisse. Dies geht von kleinen Gnomen, die Tunnel graben und gefangen werden müssen, über Spione, Krankheiten, Rattenbefall bis hin zu Saboteuren von der Konkurrenz, die gezielt Maschinen beschädigen. Diese Mini-Aufgaben sind nicht umwerfend innovativ, bieten aber trotzdem noch etwas Auflockerung im Spielablauf. Und zusätzliches Einkommen kann man damit auch als Belohnung bekommen. Wem dieser Teil aber nicht gefällt, hat die Möglichkeit in den Optionen den ernsten Geschäftsmodus zu aktivieren. Dadurch werden diese Ereignisse dann auf Wunsch deaktiviert. Darüber hinaus gibt es Konkurrenten, die uns auch öfter mal anrufen und uns verspotten. Ob dies in irgendeiner Weise Auswirkungen auf das Spiel hat, konnte ich so direkt noch nicht feststellen. Aber mancher Spruch dabei ist immerhin etwas lustig. Und zumindest gibt es eine Rangliste der reichsten und größten Firmen, die einem auch etwas zusätzliche Motivation bringen könnte. Zustand des Spiels. Das Spiel lief im Test absolut stabil. Keine Abstürze, keine Ruckler und insgesamt war es eine sehr gute Performance. Die deutsche Übersetzung ist eigentlich perfekt, aber das war bei deutschen und österreichischen Publishern sicher nicht anders zu erwarten. Ich hatte einmal ein technisches Problem. Nach einem Update wollte eine Produktionslinie nicht mehr arbeiten. Ich konnte sie auch nicht mehr reparieren, bewegen, abreißen oder verkaufen. Damit blieb mir nichts anderes, als diesen Spielstand zu beenden und komplett neu anzufangen. Ich hoffe, dass die Entwickler hier zukünftig nicht mehr so massiv ins Spiel eingreifen müssen oder dass sie zumindest mehr darauf achten, keine Safe Games zu korrumpieren. Kleinere Kritikpunkte gibt es ansonsten auch noch. Die KI lässt die Mitarbeiter oft bis zur totalen Erschöpfung arbeiten, obwohl ein großer Pausenraum vorhanden ist, und dann fallen die Mitarbeiter dauernd mitten bei der Arbeit um. Dieser Teil ist etwas unschön. Hier würde ich mir ein Menü wünschen, wo man einstellen kann, ab wie viel Prozent Erschöpfung die Mitarbeiter Pause machen sollen. Nach einer sehr langen Experimentierphase fand ich dann raus, dass es an den Pausenräumen an sich liegt. Ein Pausenraum kann nur eine maximale Menge an Geräten unterstützen und diese Geräte sind das eigentliche Erholungspotenzial. So braucht man dringend mehrere Pausenräume mit der Zeit und nicht einen großen. Dies ist etwas merkwürdig und auch nicht gut erklärt, aber danach wird das Umfallen der Arbeiter besser. Bei der Lagerung der Gegenstände wird manchmal etwas unverständlich weit entfernt eingelagert. Die Entscheidung, was wohin kommt, ist hier noch in Einzelfällen verbesserungsfähig. Und dann kommt es manchmal vor, dass die Arbeiter einen bestimmten Warenstapel x-mal zwischen zwei Lagern hin und her tragen. Das ist ziemlich sinnlos und hält die Arbeiter in der Zeit von wichtigeren Dingen ab. Hier gibt es also noch Verbesserungspotenzial. Meinung und Fazit. Ich mache es kurz. Dieses Spiel hat mich überrumpelt. Ich hatte durch die niedliche Grafik und das etwas kindlich wirkende Modellbau-Setting auf dem Tisch ein simples Spiel erwartet. Und ich lag sowas von falsch, dass es mir lange nicht passiert. Little Big Workshop ist eine der komplexesten Wirtschaftssimulationen, die mir in den letzten Jahren untergekommen sind. Und es schafft diese Komplexität auch noch in ein gutes, unterhaltsames und herausforderndes Spiel zu verpacken. Tja nun, das Spiel hat mich begeistert, keine Frage, und trotz der Komplexität scheint es auch nicht nur für absolute Fans von Wirtschaftssimulationen ansprechend zu sein. Meine Frau mag normalerweise fast keine Wirtschaftssims.
Als ich sie aber Little Big Workshop testen ließ, war es schwer, sie wieder davon wegzubewegen, damit ich selbst weiter testen konnte. Dies betrachte ich mal als ein besonderes Qualitätsmerkmal. Dieses Spiel hat nicht nur Tiefe, sondern auch Charme. Und so begeistert es auch nicht so extreme Wirtschafts-Sim-Fans, denke ich. Ich habe wirklich viel Spaß in diesem Spiel gehabt und ich denke, dieser Titel wird mich auch nach dem Review noch eine ganze Weile weiter beschäftigen. Mirage Games ist hier ein tolles Produkt gelungen und ich möchte mehr. Ich hoffe, das Spiel wird noch Erweiterungen bekommen und weiter ausgebaut jetzt nach Release. Mehr Produkte, Maschinen, Ereignisse, das sollte sich ja einigermaßen einfach nachpflegen lassen. Kleine Abstriche in der B-Note bekommt das Spiel, weil es keine Kampagne hat. Hier könnte das Spiel noch etwas mehr Langzeitmotivation bieten, wenn es vielleicht 10 Szenarien bieten würde. Mit bestimmten Vorgaben und Zielen, die zu erreichen wären, das würde ich für eine sinnvolle Erweiterung halten. Der Sandbox-Modus alleine funktioniert gut, nicht falsch verstehen. Aber mit ein paar Leveln, die vertrackte Situationen zum Lösen mitbringen würden, wäre das Spiel noch besser gewesen. Wertung. Es ist schon einige Zeit her, dass ich von einem Spiel so mitgerissen wurde. Obendrein ist es fast fehlerfrei und sauber programmiert. Ich habe gesucht, aber nicht wirklich viele Gründe zum Meckern gefunden. Bis auf die genannten Safe-Game-Probleme, die sicher nicht oft vorkommen, und die oft auf dem Fußboden schlafenden Mitarbeiter, gibt es da nicht viel Negatives. Und während ich das hier schreibe, zieht es mich wieder hin. Ich möchte weiterspielen. Damit möchte ich Little Big Workshop ein Riesenlob aussprechen und diese tolle Arbeit auch mit einer sehr guten 85% Bewertung belohnen. Für die kleinen Problemchen mit den Pausenräumen und Lageranomalien ziehe ich 2% ab und für die fehlende Kampagne mag ich auch nochmal 3% abziehen. Also gibt es eine 80% Entwertung von mir. Dass eine Kampagne noch nachgeliefert wird, bezweifle ich, aber die anderen Probleme könnten sicher noch repariert werden, sodass die Wertung Aussicht auf Steigerung hat. Für unter 20 € bekommt man hier ein tolles Wirtschaftsstrategiespiel. Falls du das Spiel kaufen möchtest, findest du unten einen Affiliate-Link. Wenn du das Spiel darüber erwerben solltest, bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass es für dich teurer wird. Im Gegenteil, bei meinem Partner Games Planet bekommst du sogar einen großzügigen Rabatt, sodass es weitaus billiger ist als bei Steam direkt. So, hat dir dieses Review Appetit gemacht, dich gleich selbst in die Produktion von Tischen und Gartenzwergen zu werfen? Oder lässt dich diese Art von Spiel völlig kalt? Hat dir das Review gefallen oder hast du Verbesserungsvorschläge oder Kritik? Schreib mir deine Meinung bitte in den Kommentaren oder auch gerne im Community-Forum auf zapzock.de oder auf meinem Discord-Server. Link dazu in der Videobeschreibung. Falls du das Video richtig schlecht fandest, weißt du, was du tun kannst. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo, falls noch nicht getan. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen, ciao ciao, dein Zap.